Moin Moin, wir sind Thomas und Niki von 750 Camper und wir bauen Tiny Wohnanhänger. Die Idee kam uns im Jahr 2020, als wir leider die Corona-Zeit hatten und niemand reisen konnte. Wir konnten reisen, wir hatten damals unseren Van ausgebaut und haben festgestellt in Kroatien, dass alles unglaublich leer ist und wir unbedingt was tun müssen, damit jeder mobil sein kann. Also haben wir einfach einen kleinen Anhänger gekauft, den ausgebaut und es wurde gut. Mittlerweile leben wir ein bisschen davon, macht auch mega viel Spaß. Es ist nicht gezwungen, sondern einfach, wir haben so viele tolle Kunden, alles ist individuell, es ist bunt, jeder hat andere Wünsche und das baut uns einfach auf. Es ist halt nicht von der Stange, es entscheiden immer die Leute, wie es aussehen soll und wie sagst du immer so Das schön? ist das Schöne an unserer Arbeit. Wir bauen nie das Gleiche, wir bauen immer individuell und es sieht immer anders aus und es ist immer wieder eine Überraschung für uns, genauso wie für die Kunden. Dieses Modell, in dem wir gerade sitzen, ist gerade erst fertig geworden, also wirklich kurz vor knapp. Wir haben hier mal eine ganz gewagte Farbkombi gemacht, waren selber überrascht, dass es so gut funktioniert. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Früher bei den Vorgängermodellen hatten wir unsere Hängeschränke immer offen als Fächer und dank unserer Community haben wir halt erfahren, Mensch, macht da doch mal irgendwas davor, ein Netz oder irgendwas. Und wir haben uns einfach gedacht, wir machen jetzt auch mal schöne Rollladentüren. Genau. Da hat man auch ein bisschen, man kann es einfach reinschmeißen und es sieht ordentlich aus, wenn man die Tür zumacht. Camping halt, das muss ja auch so sein. Ansonsten, wie gehabt, unsere Ablageregale, die immer ganz unscheinbar erscheinen. Aber wenn man mal schnell so einen Tisch frei haben will, dann ist es immer gut, irgendwo was zu haben, wo man es hinflackt. Ne? Ruckzuck ist der Tisch frei und man hat Platz zum Essen oder Kartenspielen, was weiß ich, was man halt machen will gerade. Ne? Ansonsten bunt, wie immer, diesmal sogar noch ein bisschen bunter. Und auch wie gehabt, unsere Liegefläche, wenn man es zu Bett umbaut, ist auch wieder 1,50 mal 2 Meter. Früher war das bei dem Modell 1,30 mal 2 Meter. Da haben wir uns jetzt echt vergrößert und das für so einen kleinen Camper schon eine coole Sache, dass man jetzt eine riesen Liegewiese hat. Ja, und da gibt es auch ein kleines Feature, was wir da zeigen können tatsächlich. Und zwar die Auflage, wo wir das Bett auflegen, befindet sich jetzt hier. Und da können wir einen Klappschrank hochnehmen. Ist also auch ein multifunktionales Teil. Auf der Seite auch nochmal. Genau, wir haben also 2 Schränke und dafür auch noch eine Bettauflage. Wir haben nochmal zusätzlichen Stauraum geschaffen, was es vorher nicht gab. Wir haben Echtglasverglasung, also Echtglasfenster. Die sind auch super schick von außen, sind stabil, sind gut kratzfest gegenüber von Kunststofffenstern. Wir sind sehr glücklich damit und unsere Kunden mögen es auch. Ne? Ansonsten Deckenwandverkleidung. Wer uns kennt, der weiß, bunt, aber bunt sucht der Kunde aus. Und wir haben natürlich auch ganz viele Farben im Programm, von den Wandverkleidungen, Deckenverkleidungen, von unseren Polsterfarben. Genau. Auch die Möbelfarben haben wir jetzt mittlerweile auch in mehreren Varianten. Ihr könnt euch also alles selbst aussuchen und müsst nicht das nehmen, so wie wir das jetzt gestaltet haben, sondern euer eigenes Wohnzimmer kreieren. Was auch noch ein schönes, wichtiges Detail ist, was wir gerne machen, wir schieben nicht einfach irgendwelche nackten Euroboxen hier rein, sondern es muss auch irgendwo ein bisschen Style haben und dazu passen, was wir wirklich machen. Und somit haben wir jetzt hier mit Stoff bezogen und natürlich ein schönes Lederbändchen, was bei uns auch in der Region von der Sattlerin tatsächlich gefertigt wird. Das Neue am Mini-Travel ist einfach unser Heckschrank. Den haben wir neu konzipiert, ein bisschen angepasst, weil wir hier auch mit einem Boxio-Waschbecken arbeiten wollten, ohne Strom. Das haben wir einfach hier drin versteckt. Wir haben hier eine Klappe, die machen wir auf. Hier haben wir unseren Wasserhahn. Viele kennen das vielleicht. Wir haben gedacht, das Ding ist klasse, das nehmen wir mit ins Programm auf. Ja, vor allen Dingen ohne Strom, ne? Ohne Strom, ja. Ohne Strom. Man kann es auch rausnehmen, dann hat man noch ein extra Ablagefach, wenn man kein Wasser braucht, sage ich mal, auf dem Campingplatz oder so. Man kann es auch mit rausnehmen und draußen sich mal die Hände waschen oder mal ein paar Tomaten abspülen oder... Genau. Ist halt wieder mobil. Wir lieben mobile Lösungen. Genau. Und dann haben wir hier nochmal ein Fach geschaffen für einen Campingkocher. Kann man jetzt natürlich nicht sehen, passt aber eigentlich jeder herkömmliche Campingkocher rein. Wir haben jetzt unsere Süßigkeiten für die Nerven drin versteckt. Und ganz vorne haben wir unsere 2 Betteinlegebretter. Die brauchen wir dann, um unser schönes großes Bett aufzubauen. Unsere Bordelektrik ist folgendermaßen aufgeteilt. Und zwar haben wir natürlich eine CE-Anschluss-Steckdose außen dran, genauso wie jeder herkömmliche Wohnwagen. Wir haben hier aber auch noch 4
Steckdosen auf dieser Seite, noch eine weitere Steckdose hier unten im Schrank, die auch je 2 Anschlüsse für USB hat. Und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, wer nicht auf dem Campingplatz Strom bekommt, sondern auch mal autark stehen möchte, eine kleine Stromversorgung hier oben über eine Powerstation. Ja, und weiterhin, also auch nach wie vor, was wir immer haben, ist unsere kleine Kompressorkühlbox. Die haben wir in 2 Größen, 20 Liter und 26 und sogar, nee, 26 und 35 Liter haben wir die im Programm. Die variieren dann nur in der Höhe. Die haben wir auf dem Schwerlastauszug, sodass man seine Lebensmittel oder Getränke einfach schön kühlen kann und immer gut unterwegs ist damit. Somit bleibt es frisch, auch für die nächsten Tage. Natürlich Kompressor, braucht wenig Strom und die ist auch schön leise. Sparsam und schön leise. So, wir können natürlich auch eine Dieselstandheizung verbauen, wenn wir keinen Strom haben. Also es gibt ja Menschen, die möchten jetzt nicht nur auf dem Campingplatz stehen, sondern brauchen auch einfach mal autark ein bisschen Wärme. Da kann man natürlich auch eine Dieselstandheizung nutzen. Okay, alternativ zur Dieselstandheizung, was wir auch einbauen können, hat ja die Niki schon erwähnt, haben wir noch ein anderes Modell. Das ist ein herkömmlicher ein Wandheizgebläse, sagt man dazu. Und wenn ihr Feststrom habt auf dem Campingplatz, dann habt ihr die Möglichkeit, euch einfach mit dem Stecker hier in der Steckdose anzuschließen und dann könnt ihr eure kleine Hütte muckelig warm machen, dass ihr nicht friert. Wir haben 1000 und 2000 Watt, haben aber auch eine ganz normale Lüfterfunktion. Ja, für den Notfall zwischendurch ist schön gesagt, haben wir natürlich auch eine Trockentrenntoilette dabei. Da gibt es natürlich verschiedene Anbieter. Wir haben jetzt halt dieses Modell und haben auch natürlich ein anderes Modell im Programm. Da erwähne ich jetzt keine Namen, um fair zu bleiben, aber vom Prinzip funktionieren die alle beide gleich und die sind vom Handling super. Wir haben halt den Vorteil gegenüber einer Chemietoilette, wir brauchen keine Entsorgerstation. Wichtig für uns war, dass es wieder eine kompakte Größe hat. Und Euroboxen-Format ist immer perfekt. So kann man auch noch mal eine Eurobox drunter stapeln. Dann hat man noch ein bisschen eine Erhöhung, was dann auch leichter sein kann. Also wie zu Hause. Ja. Das ist ein Zubehör. Kannst du als Mülleimer nehmen. Du kannst es nehmen, um abends die Socken reinzutun. Kannst aber auch nehmen und kannst da vielleicht ein bisschen Wasser reinmachen, ein paar Eiswürfel oder einfach nur kaltes Wasser und kannst das hinstellen und deine Getränke drin kühlen. Also es ist eigentlich ein Multitool. Kannst du aber auch benutzen und hängst dir das hier so an deinen Küchenschrank. So habe ich das. So hier und kannst ein Buch oder Zeitschriften reintun. Oder wir haben das sogar zu Hause bei uns in der Küche. Die Niki hat das. Die hat das dann in der Schublade eingehangen. Und wenn die dann auf ihrer Arbeitsplatte Gemüse schnippelt, dann kann die direkt die Schalen und sowas alles da reinschieben. Weil es ist auch wasserdicht, man kann es super gut heiß auswaschen, es ist Kunststoff, biegsam, elastisch und haltbar. Und vor allen Dingen klein. Und klein. Und das coolste Feature ist eigentlich, wir haben hier vorne so eine kleine Klappe, da kann man sogar noch eine kleine Rolle Mülltüten aufbewahren, womit man dann den kleinen Mülleimer immer wieder bestücken kann. Dann nimmt man einfach hier oben die kleine Halterung ab, zieht die Mülltüte drüber und fixiert das wieder mit dem Halter und dann bleibt die fest. Mega Teil. Ja, so wie immer haben wir hier bei uns die Möglichkeit, ein 3 Seiten Heckzelt zu montieren. Das ist ein Slide-Out. Hier ist es frei tragend. Ihr könnt 3 Seitenteile einhängen. Dann habt ihr einen geschlossenen Vorraum, wo ihr euch umziehen könnt, waschen könnt oder vielleicht abends die Toilette rausstellt. Das Ganze ist freitragend, funktioniert per Teleskopauszug. Deswegen habt ihr auch keine Stützen und keinen großen Aufwand. Weiterhin können wir euch den Dachträger zeigen. Da verschwindet auch unser Auszug drin für das Heckzelt. Und wir haben hier eine Dachlast von 150 Kilo dynamisch und 250 Kilo statisch. Das heißt, man kann auch verschiedene Modelle von Dachzelten montieren. In dem Fall haben wir jetzt eins von Campwerk, was wir vielleicht hoffentlich bald mit ins Programm aufnehmen können, wo wir uns riesig darüber freuen, dass die Firma Campwerk uns da ein bisschen unterstützt. Dachträger haben wir, Heckzelt, alles in Verbindung, ist eine schöne Kombi. Sieht ein bisschen nach Offroad aus, ist es nicht. Es ist wirklich nur die Optik, aber vielen Leuten gefällt das halt so. So, jetzt stehen wir auf der Vorderseite vom Anhänger. Hier haben wir unseren eigens entwickelten Frontträger. Der ist super nützlich, ist so eine Art Multitool. Hierfür haben wir noch passende Boxen, die könnt ihr hier reintun.
oder auch weglassen, je nachdem, was ihr vorhabt. Ihr habt auch die Möglichkeit, eine Ersatzradhalterung hier noch anzubringen, wenn ihr eine weitere Reise macht. Oder in naher Zukunft entsteht doch ein Fahrradhalter, den man hier einhängen kann. Und vielleicht auch noch verschiedene andere Dinge, an denen wir gerade arbeiten. Also lasst euch da einfach mal überraschen, was wir da noch zaubern. Das war eine kleine Roomtour bei 750 Camper. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben noch ein bisschen mehr im Petto und wir haben auch noch viel mehr zu zeigen. Wir haben auch schon neue Projekte für Düsseldorf nächstes Jahr, für 2025. Lasst euch da überraschen, das wird spannend. Und ihr könnt uns natürlich kontaktieren, wenn ihr Fragen habt, Kritik habt, Anregungen habt, könnt ihr alle Wege nutzen. Über E-Mail, Telefon, WhatsApp oder schreibt ganz altmodisch einfach mal einen Brief. Geht auch, hat man lange nicht mehr. Und die Kontaktdaten gibt euch gerne die Niki noch. Ihr findet uns mitten in Deutschland. Wir Genau. sitzen mitten in Kassel und sind also für euch alle ziemlich gut erreichbar. Und ja, meldet euch einfach bei uns. Wir freuen uns total auf euch unter www.750-camper.de. Danke, ciao.